1961 steht ein unbekannter junger Mann zum ersten Mal im Rampenlicht. Sein Name? Luciano Pavarotti. I think that no one in the world, from the last generations of tenors, had this color, this sunny color in the voice, and this way to communicate. Er war der erfolgreichste Tenor aller Zeiten. Er machte aus Opernarien Chart-Hits und füllte Stadien. His face was terrific because it was very animated, very sparkling, and he looked directly at you from his eyes, and that's what became his force. He was great because his life came out in his voice. You know, some people are opera singers. He was opera itself. Sein Lachen war ansteckend, sein Lebenshunger unübersehbar. Auch deshalb liebten ihn die Menschen. Und was war seine größte Leidenschaft? Per i fans di Pavarotti dovrei dire la musica. Se devo essere sincera, dico il cibo. Musik, Essen und Fußball. 1990 singt der leidenschaftliche Fan zusammen mit den Tenören José Carreras und Plácido Domingo zur WM in Italien. Sein Nessun Dorma macht aus der Opernarie eine Fanhymne. Vincerò, ich werde gewinnen. Und 400 Millionen Menschen in aller Welt jubeln ihm zu. Nur wenige Menschen kamen Pavarotti so nah wie Edwin Tinoco. Der Maestro und sein Assistent, im Grunde aber Vater und Sohn. Für diesen Film öffnet er erstmals seine ganz private Sammlung. Nervous to open this. This is the papillon, and it still has the makeup from the bear. You see? Yeah, and it's the handkerchief with the farewell tour. And it was holding like this, you know, all the time. Zwölf Jahre war Edwin Tinoco immer an seiner Seite, immer im Hintergrund, bis zum Schluss. Gemeinsam bereisten sie die ganze Welt, ein Leben im Jetset. Mr. Kofi Annan, the former General Secretary of the United Nations, Stevie Wonder, Mel Gibson again, Bono from U2, Michael Douglas, Tom Jones, Liza Minnelli, Deep Purple, this is Paul McCartney, Bruce Springsteen, Jack Nicholson, Eric Clapton, Mana. How important was it for him to be surrounded by VIPs? For him, really important was his family and his friends to be surrounded with. He loved to have people come in, and he loved horses. He was a man who loved nature,
His sense of being who he was came from the country, came from Modena. He didn't go for a very sophisticated life. Luciano was a country boy. Emilia-Romagna, genannt La Grassa, die Fette. Heimat des Parmesankäses, des Lambrusco und des Aceto Balsamico aus Modena. Sein Zuhause. Hier wird Luciano Pavarotti am 12. Oktober 1935 geboren. Sein Vater Fernando arbeitet als Bäcker und wäre gern Operntenor. Der singende Bäcker ist berühmt in Modena. Fernando singt im Domchor und im Opernchor der Stadt. Die Stimme würde vielleicht für eine Sängerkarriere reichen, aber es fehlt der Mut. Das Lampenfieber hält den Vater in der Backstube. Mutter Adele ist stolz auf ihren Mann und ihren Erstgeborenen. Sie ist 20 und arbeitet in der Tabakmanufaktur. Mit einer Arbeitskollegin ist sie eng befreundet. Die beiden jungen Frauen arbeiten Seite an Seite und haben beide fast gleichzeitig ihr Kind bekommen. Die jungen Mütter müssen arbeiten und geben ihre Babys morgens in der fabrikeigenen Kinderkrippe ab. Mittags kommen sie zum Stillen. Luciano und Mirella aber brauchen mehr Milch, so stillt zusätzlich eine Amme. Io sempre scherzavo con Luciano, dico, siccome Luciano era un po' più grande, più forte di me, più robusto, ho detto forse tu andavi prima e io arrivavo seconda, fortunatamente, perché come donna non sarebbe stato bene che io diventassi così. Aus den Milchgeschwistern werden später Gesangspartner. Gemeinsam werden sie auf den Opernbühnen dieser Welt stehen. Die Freni und der Pavarotti, die Diva und der Tenor. Due di Modena, con pochi mesi di differenza dalla nascita. Le nostre due madri che lavoravano tutte e due alla manifattura dei tabacchi vicine e noi siamo cresciuti veramente fin da piccoli insieme, vicini, con i lettini vicini. È incredibile, forse era un programma. Liebevoll umsorgt wächst Klein Luciano auf. Eine friedliche Kindheit im Schatten des Krieges. Er ist 4, als der Zweite Weltkrieg beginnt. Das faschistische Italien kämpft an der Seite Nazi-Deutschlands. Die Emilia-Romagna aber ist eine Hochburg der Partisanen. Sie siegen zwar gegen die eigenen Faschisten, aber kurz nach Lucianos 8. Geburtstag kommen die Deutschen. 1945 jubelt die Bevölkerung Modenas den Amerikanern zu. Befreiung nach 2 Jahren deutscher Besatzung und Kriegsterror, die den jungen Luciano nachhaltig prägen. Als Star wird er sich gegen Krieg engagieren. Abbiamo passato anche una grande guerra, perciò i nostri papà erano in guerra. Erano più le mamme che ci curavano e non c'era granché per mangiare, per fare, eravamo poveri, non c'è da vergognarsi, però sempre un grande amore, un grande affetto e cercavano sempre di aiutarsi fra di loro e questo erano rapporti molto molto veri e molto belli e sani. Den ersten Auftritt hatte Luciano schon mit 4. Er sang La Donna e Mobile und verkündete stolz: Papa ist der große und ich bin der kleine Tenor. Sein Publikum ist weiblich und entzückt. Oma, Tante, Mama. Später kommt noch seine Schwester dazu. Luciano, der Liebling aller Frauen. Ma lui si vantava anche di queste cose, dice, dico, beh sì, ma c'è anche il tuo papà nella famiglia. Sì, ma il piccolo sono io, ha capito? Vabbè. Er ist die Nummer 1, auch im Fußball. Erst Torwart, dann Stürmer. Der Angriff liegt ihm mehr. La nostra vita di gioventù è sempre stata improntata alla competitività. Ci siamo sempre battagliati su tutto quello che correva di giornaliero. Era una partita di briscola, era una partita di scacchi, era una biciclettata, era una corsa. Eravamo sempre in competizione. So unterschiedlich die Lebensläufe auch sein werden. Luciano Pavarottis Weg wird immer zurück nach Hause führen. Die Kindheit verbindet sie. Und die Liebe zur Oper, die selbstverständlich dazugehört.
Im Haus eines Freundes machen sie regelmäßig Gesangswettbewerbe, die, natürlich, Luciano gewinnt. Die besondere Stimme aber nutzt auch dem Freund. Io stavo sulla strada e lui sotto il portico a fare le serenate alle ragazze. Io fingevo in playback e lui cantava sul portico. In quelle occasioni ovviamente gli riconoscevo che era migliore. Luciano selbst trifft seine Angebetete auf einem Fest. Liebe auf den ersten Blick sei es gewesen, sagt er später. Er will sie beeindrucken und singt das Liebeslied Rondine al Nido, mit dem er später ein Millionenpublikum begeistern wird. 1952 aber singt er nur für sie, Adua. Sie ist 16. Si è innamorata di sua voce? No. So schnell aber gibt er nicht auf. Er ist es gewohnt zu gewinnen. Sie ist die bessere Schülerin, er nimmt gern bei ihr Nachhilfe. Ohnehin sehen sie sich täglich, denn ihr Klassenzimmer ist auf demselben Flur wie seines. Noch heute erzählen sie sich an der Schule die romantische Liebesgeschichte von Luciano und Adua. Wie er immer im Hof gestanden und darauf gewartet habe, dass sie aus dem Fenster schaut. Die Liebe überdauert die Schulzeit. 1955 verloben sie sich. Sie ist 19, er 20. Il primo periodo era bellissimo perché noi quindi eravamo molto giovani, pieni di speranze, di poter attuare un sogno, ma non era la cosa principale. La cosa principale era essere fidanzati e potersi sposare. Erst einmal aber liegt eine lange Verlobungszeit vor ihnen. Beide arbeiten als Lehrer. Er unterrichtet Sport und verdient außerdem Geld als Versicherungsvertreter. Und er nimmt Gesangsunterricht bei Arrigo Pola, einem renommierten Lehrer in Modena. Das Leben dreht sich um die Familie, die Liebe, das Essen, Sport und die Oper. So wie für Generationen von Italienern vor ihm und nach ihm. Trovavi delle persone per strada che cantavano, cantavano così, anche in bicicletta, e era un'altra vita che al giorno d'oggi non ha niente a che fare con quello che abbiamo avuto noi prima. Molto semplice, ma molto umana e molto vicini. Seit einigen Jahren singt er im berühmten und vielleicht besten Chor Italiens, dem Corale Rossini. Gemeinsam mit seinem Vater. Fernando, il padre, aveva una voce più forte, più potente, da tenore drammatico, da Heldentenor proprio. Logicamente con la voce di Luciano e la voce di Fernando erano quelli anche che sostenevano il coro. Die Anfänge im Chor wird er immer in dankbarer Erinnerung behalten. Vor allem das Jahr 1955. Der Corale Rossini reist ins ferne Wales. Beim Chorwettbewerb in Llangollen messen sie sich mit den besten Chören der Welt und gewinnen. Erstmals erlebt Luciano Pavarotti den Rausch des Erfolgs. Noch steht er dabei im Schatten des Vaters. C'era una certa rivalità fra i due, affettuosa, ma una certa rivalità. Soleva dire il padre, se mio figlio avesse la mia voce, chissà dove sarebbe arrivato. Ma io dico che è arrivato abbastanza in alto, direi, no? Der Vater rät ihm, Versicherungsvertreter zu bleiben. Und sieht dann staunend zu, wie sein Sohn unaufhaltsam aufsteigt. Schließlich wird er an New Yorks teuerster Adresse, Central Park South, eine Wohnung haben. Und manchmal besucht ihn der Vater und probt die Rolle des Sohnes. Aus dem Kleinen ist der große Tenor geworden.
No, è arrivato. Er singt aus dem Bauch heraus. Seine Stärke ist der musikalische Instinkt. Keiner weiß das so genau wie Leone Magera, Pianist, Dirigent, Freund, Weggefährte. Ein Leben lang. Er ist damals mit Mirella Freni verheiratet und hilft Luciano Pavarotti von Anfang an beim Rollenstudium. Non era scolastico, in una parola, ma cercava di andare a fondo anche appunto alla pagina dell'autore, cercando le intenzioni più segrete, più nascoste dell'autore, perché nelle note non è che si possa leggere tutto. Vier Jahre lang fährt Luciano Pavarotti gemeinsam mit Mirella Freni und Leone Magera ins 80 Kilometer entfernte Mantova, um die Kunst der Interpretation zu lernen. Sie können zwar besser singen als Noten lesen, aber dennoch sind sie die Meisterschüler des ehrwürdigen Maestro Ettore Campogalliani. Il nostro maestro Campogalliani ha detto lasciateli come sono, soprattutto la Mirella, perché ha un istinto suo e non vorrei rovinarle questa natura che è una cosa meravigliosa per il canto, capisce? 1960 nimmt Pavarotti am Gesangswettbewerb in Reggio Emilia teil. Erster Preis, die Hauptrolle in der nächsten Opernpremiere. Keiner zweifelt an seinem Sieg, am wenigsten er selbst. Und dann passiert es. Eine Kehlkopfentzündung lässt die Töne nur gepresst klingen. Er wird Zweiter. Für ihn eine bittere Niederlage. Era un perfezionista, nel senso che voleva vincere. Luciano voleva sempre predominare. Ein Jahr später versucht er es wieder und gewinnt. Jetzt darf er den Rodolfo in La Bohème singen. Erst in Reggio, dann in Modena. Leone Magera dirigiert und Mirella Freni ist Mimi. Jetzt können er und Adua endlich heiraten. Zwar reicht die Gage noch nicht einmal für die Hochzeitsfeier, aber das Brautpaar glaubt an die Zukunft und seine Karriere. L'atmosfera era festosa perché si era giovani, c'era dell'entusiasmo. Luciano aveva già esordito nella sua professione della lirica, era riuscito bene, era richiesto, stava facendo successo e questo per noi era un motivo di grande gioia, specialmente perché la Mirella Freni, che è entrata sulle scene qualche anno prima ed era già nota, era una celebrità, quando ce la siamo trovati al ristorante e l'abbiamo vista con Luciano che fraternizzava, eccetera, abbiamo capito che Luciano poteva diventare un grande. Non pensavamo che avrebbe raggiunto i livelli che ha raggiunto, ma... Immerhin wird die Heirat des jungen Tenors schon in der Lokalpresse vermeldet. Die erste eigene Wohnung. Direkt nebenan wohnt ihre Schwester mit Familie. Adua arbeitet weiter als Lehrerin, denn seine Gagen sind bescheiden, keine 90 € pro Vorstellung. Oktober 1962. Die Geburt des ersten Kindes steht kurz bevor. Ausgerechnet diesmal fährt er erst am nächsten Morgen nach Hause, weil er ausgelassen seinen Erfolg mit Rigoletto gefeiert hat. Als er ankommt, erfährt er, dass Adua im Krankenhaus liegt und die Nacht nur knapp überlebt hat. Dopo è andato tutto bene, eccetera, però mi è molto dispiaciuto che non ci fosse in quel momento. Die Geburt der Tochter Lorenza hat er verpasst. Und auch 1964 bei Christina und 1967 bei Giuliana ist er bei der Geburt nicht da. Era scaramantico molto in questo, ha detto non ci sono stata la prima, non voglio essere né la seconda né la terza, insomma.
Wenn etwas erfolgreich ist, behält er es bei. Wie das berühmte Taschentuch, sein Glücksbringer beim ersten Solokonzert. Avendolo avuto per la prima volta, in questo era molto superstizioso, e avendogli portato fortuna la prima volta, pensava che non usandolo potesse portargli sfortuna. La sua superstizione direi che l'ho cominciata a recepire quando è diventato artista. E allora non c'era niente da fare. Il viola era al bando. Una volta aveva un vestito, era un colore rosina, ma lui l'aveva visto come viola, che sa che il viola per il teatro non va bene. Ha detto: io non canto vicino a te con un vestito così, ma Luciano è rosina, è viola, ma non è viola, non c'è stato verso, Dico, beh, cantala in fondo che io canto qua, poi domani me ne metto un altro. La scala, non passava sotto una scala, tante altre cose, non si poteva rovesciare i sali a tavola, insomma ne aveva di tutti i colori. Sì, aveva una certa forma di superstizione, per esempio tutti i chiodi curvi che trovava sul palcoscenico li raccoglieva. And the famous bended nails from the theaters. And he wouldn't sing without finding a bended nail first? Not in the theater, not at all, for sure not. I chiodi curvi. Ne porto uno sempre con me e adesso che gli amici lo sanno, cospargono il palcoscenico di chiodi curvi, per cui ne trovo sempre uno a portata di mano. Aberglaube oder traumatische Erinnerung? 1947 spielt der 12-jährige Luciano barfuß Fußball. Er tritt in einen Nagel. Blutvergiftung. Ein Teil des entzündeten Hüftgelenks muss entfernt werden. Wochenlang liegt er im Koma. Der Priester salbt ihn. Il nostro coordinatore ci raccoglieva tutti intorno all'altare per recitare il rosario. Seine Heilung grenzt an ein Wunder. Und zur Feier seiner Genesung nimmt sein Vater ihn erstmals mit in das Opernhaus von Modena. Dort hört er das Idol seines Vaters, den Tenor Beniamino Gigli. Und er ist tief beeindruckt. Er weiß jetzt, was er werden will. Ein großer, berühmter Tenor. 16 Jahre später ist es soweit. Luciano Pavarotti ist 28 und kommt nach London. Er ist allein, spricht kaum ein Wort Englisch und fühlt sich verloren in der großen Stadt. I just invited him to my house because I was just being polite and almost his age and said, come and meet the gang, meet friends, and we'll entertain you. And he loved it. And I always invited the ballet girls. When we had our evenings at home, there'd always be, because he loved the girls. I don't think he misbehaved, but he liked being surrounded by pretty girls. Wieder einmal probt er La Bohème. Doch Pavarotti ist nur die zweite Besetzung, falls der Star Giuseppe Di Stefano ausfällt. Und tatsächlich, er muss einspringen. An der Seite der großen Diva Joan Sutherland. Seine Chance. Everybody was amazed at this quite agile young man with this amazing voice. It was one of the buzzes that you get every so often in a theatre like this. Everybody suddenly, the word goes zoom around. Listen to the tenor. Great tenor. Der Erfolg in London adelt ihn für Mailand. Wieder ist es die Bohème. Zweimal hatte die Scala ihn abgelehnt. Er sei noch nicht so weit. Doch jetzt hat er einen prominenten Fürsprecher. Dirigent Herbert von Karajan setzt ihn durch als Zweitbesetzung. Und wieder fällt der erste Tenor aus. Und wieder nutzt Pavarotti seine Chance. Quella sera veramente ero emozionato, mi ha stretto la mano, era un po' bianco in faccia e gli ho detto sì, coraggio dai, su, ce la farai. Anche lì ha fatto una bellissima recita. Sì. Karajan wird ihn später als besten Tenor aller Zeiten bezeichnen. 1967 La Fille du Régiment. Diese Oper macht ihn zur Legende. Wieder beginnt sein Triumphzug in London am Royal Opera House. Jetzt kommt das Publikum schon seinetwegen. Die Erwartungen sind hoch, aber er übertrifft sie bei weitem. So hat noch kein Tenor gesungen.
9-mal das hohe C mit voller Stimme. Nobody could believe it. I mean, just sang these high Cs, one after another, after another. And it was easy, you couldn't imagine anything easier. And then it was a sensation. From then on, it was different. Because he had something that nobody else had. Er wiederholt die Sensation an der Scala. Und schließlich triumphiert er an der Met in New York. In a way, it was like a miracle. I mean, you couldn't really believe what you were hearing because it was so wonderful. New York liegt dem König des hohen Cs zu Füßen. Die Zeiten niedriger Gagen sind vorbei. Auch dank seines neuen Managers Herbert Breslin, der ihn in ungeahnte Höhen schießen wird. He would say, if we ever go to the moon, that has to be also a concert that's going to sell out. I said, you got it. Whatever you want, it will be sold out. And it was. New York. Wer es hier schafft, hat es geschafft. Amerika macht ihn endgültig zum Opernstar, auch in Europa. Sein Manager aber will mehr, Solokonzerte. Er weiß, dass der ganz große Sprung nicht gelingen kann, solange sein Schützling nur Opern singt. We have to do concerts. He said, okay. I said, let's do Carnegie Hall. And I had no idea whether he would be a success at Carnegie Hall. I said to him, Luciano, one of the things you have to be aware of is that if you sing a concert, you're standing on a stage and there are people, your public is no more than 4 or 5 feet away from you, and they can look down your throat as you're singing. And he said, that doesn't bother me. In der ausverkauften Carnegie Hall zeigt sich Pavarottis Bühnentalent. Und erstmals wagt er es, große Arien und Canzone, die Volkslieder seiner Heimat, munter zu mischen. Das Publikum ist begeistert. Daheim singt der Weltstar in sehr viel bescheidenerer Umgebung. Zu Hause in Modena wohnt die Familie jetzt in einer stattlichen Villa. Alle zusammen. Seine Eltern, seine und Adoas Schwester mit Mann und Kindern. Ganz italienische Großfamilie. Nur er selbst ist ein zunehmend seltener Gast, vor allem während der Opernsaison. Das Familienleben muss im Terminkalender eingetragen werden und ist selten wirklich privat. Nur im Sommer ist alles wie früher. Ferragosto in Pesaro, da, wo sie schon immer Urlaub gemacht haben. Sie erfüllen sich ihren Jugendtraum. Ein Ferienhaus mit Blick auf den Strand. Die Villa Giulia ist fortan der Treffpunkt für Familie und Freunde, Besucher und Einheimische. Wie den Opernfan Cesare Castellani, der von Anfang an dazugehört. Il cuore di Luciano è sempre stato familiare con tutti, 38 anni di amicizia. Tutti insieme siamo una gran festa, sempre così, tutti i giorni così, per tutta l'estate, tutto il periodo che lui stava qui. Quando non era qui era fuori, mi telefonava, quindi va a vedere un po' cosa fanno quelli lì lassù, domani vado. Sì, sì. In der Villa Giulia war Pavarotti nie allein. Jeden Tag wurde für mindestens 20 Leute gekocht. Mangiare era molto importante per lui. Sì. Tino? Ah? Tino? Sì. Dite una domanda? Sì, sì. Molto importante. Forse troppo importante. Brava.
Forse è troppo importante. Forse troppo, anche forse senza forse. Troppo importante. Io ho imparato a cucinare per lui ha insegnato a me a cucinare tutti i giorni, cucinavamo insieme, ovunque, in alberghi, a New York, Modena, Pesaro. Beh, dopo era un disastro, mai pulito. Dopo un disastro. Dopo un disastro totale. Selbst im Hotel ließ er sich immer eine Küche einbauen. Und er kaufte begeistert ein. Auch die Ladenbesitzer waren Teil der großen Pesaro-Familie. Una volta mi ricorderò che ero piccolo, che gli disse: ma lei assomiglia a Pavarotti? Sì, ho detto, me lo dicono in tanti che assomiglia a Pavarotti. Ed era lui. Poi quello che mi è rimasto molto impresso è quando è venuto con i 2 tenori, i 3 tenori erano, e qua in macchina ci ha chiamati dicendo: guarda che c'è in macchina. Guarda. Jeder Einkauf endete hier, in der Pasticceria Alberini. Ein Ort gefährlicher Kalorienversuchung. Quando il medico, il suo dietologo, l'ha messo a dieta, ha detto: al massimo può mangiare una meringa, il massimo che può mangiare fuori dalla dieta. E mio fratello gli fece una meringa stratosferica. Chiamò Adua: Adua, posso mangiare la mia solita meringa? Sì, una, Luciano, no? Lei gli rispose. E si vede arrivare una meringona che sarà stata mezzo chilo, che di solito sono piccine, no? E si mangiò la sua bella meringa. Io come sorella lo sgridavo, dico: ma perché vuoi mangiare che ti rovini? E poi: non va bene, dai. Ah, buono, vedrai, domani, sempre domani. Poi mangiava sempre. Io non so se lui aveva unito forse le cose che mangiando, quando ha cominciato a mangiare di più, ha incominciato a fare una grande carriera. Ho paura che lui, glielo dicevo anche, lui si metteva a ridere, rideva, sorrideva e non rispondeva mai. Forse era quello, gli piaceva mangiare e in più univa queste cose, non lo so. Sein Hunger ist unstillbar. Ein Gegner, den er nicht bezwingen kann und vielleicht auch nicht will. Zu sehr ist dafür das Essen der Mittelpunkt des Lebens. Jeder Gast wird liebevoll bekocht, egal, ob es sich um den alten Cesare aus Pesaro oder um einen berühmten Rockstar handelt. We were eating, his father got up to sing. And his father had a beautiful voice. So I went up to Luciano's father and I said, thank you for singing at the table for us. And he just looked at me, his father, and he said, Luciano, if only he had my voice, then he could have been something. And I got it. There it is. That's the DNA. Die Eltern sind immer dabei. Ein Leben ohne Familie ist so unvorstellbar für ihn wie ein Leben ohne Musik. Wen er mag, der ist willkommen. Und wer kommt, der gehört dazu und muss sich in sein Leben einfügen, auch wenn es Sir Peter Ustinov ist. Die Regeln bestimmt allein Luciano Pavarotti und alle spielen mit. Nur die Zahl der Spieler wird später kleiner werden. Heute gehört das Haus wieder Adua Veroni. Sie hat fast nichts verändert, nicht einmal die Möbel. Pasta und Lambrusco, wie immer. Und er sitzt für alle spürbar an seinem Platz in der Mitte. Das Zentrum, um das alles kreiste. Von Anfang an. Zunächst entdeckten sie die Welt noch gemeinsam. Sie begleitete ihn 1965 auf seiner ersten großen Tournee mit Joan Sutherland durch Australien. Partys, Premieren, Applaus. Vorbei. Die große Liebe ist erstarrt. Adua verwaltet jetzt seine Finanzen und kümmert sich um die Töchter. Familienleben für die Kamera. La sua vita coniugale è felice? Ah, felicissima. Non litiga mai con sua moglie? Non abbiamo neanche il tempo, siamo separati più delle volte perché lei è con le figlie e io sono in giro.
quindi non conosciamo la noia e non conoscendo la noia non si può litigare. Io ho i ricordi belli, forse sono senz'altro di più di quelli brutti, però avendo dopo anche scoperto da confessioni fatte, eccetera, tante distrazioni matrimoniali, anche non tanto dopo il tempo che eravamo sposati, quando penso così non posso pensare molto bene. Der Opernstar als Frauenheld. 1982 dreht er Yes, Giorgio, einen Hollywood-Film mit erstaunlichen Parallelen zur Wirklichkeit. Pavarotti spielt den Tenor Giorgio Fini, der seiner Geliebten die Spielregeln ihrer Affäre erklärt. You and me, Pamela and Giorgio, this is not serious. You must promise you will not fall in love with me. I know it will be hard. God, Giorgio. Ein Jahr vor dem Film tritt Madeleine René in Pavarottis Leben. Erst als Gesangsschülerin, dann als Geliebte. Offiziell ist sie seine Sekretärin. Die Familie in Italien, die Geliebte auf Reisen. Ein klares Arrangement, das 6 Jahre hält. Dann verlässt sie ihn, in aller Freundschaft. Und eine Nachfolgerin übernimmt die diskrete Betreuung. Für Giorgio, den Spielfilmtenor dagegen, funktioniert das Doppelleben nicht. Die Geliebte reagiert eifersüchtig, als er mit der Ehefrau telefoniert. Come dici? No, no, non ti sento. Operator, operator. I love you. Please don't. You spoil everything. Spoil it, Giorgio. No, this will make it better. I'm not asking you to leave your wife. It's just that when you're here, I want you. That's all. That's fair, isn't it? No, no, no. You have broken your vow. You promised don't fall in love with me. Piaceva molto perché lui era molto simpatico e sapeva cosa fare con le donne. Dico, brutto mascalzone, dico, adesso incomincio a mettere fuori un cartello. Non guardate queste cose perché io le ho viste fare, lo so che dove vi portano dopo. Der Maestro als Clown. Mit kindlichem Charme bezaubert er die Menschen, vor allem die Frauen. Er genießt die Bewunderung und braucht den Applaus. Munter scherzt er mit seiner Assistentin in der Maske der Metropolitan Opera in New York, wenige Minuten vor seinem Auftritt. Das Leben ist seine Bühne und die Bühne sein Leben. Everything was easy for Luciano, so he didn't have to work hard, where some people really have to work hard. I mean, Luciano would open up his mouth, this golden sound would come out, and that was it. Seine Stimme sieht er als Gottesgeschenk, das er großzügig verteilt. Er genießt es, helfen zu können. So verhilft er José Carreras, der gerade eine Krebserkrankung überstanden hat, zur Teilnahme am Konzert bei der Weltmeisterschaft 1990. An seiner Seite neben Plácido Domingo. Die Geburtsstunde der 3 Tenöre. It was a fantastic moment for us to be on stage together, to try to do the best of ourselves and to establish a kind of sane competition between the three of us, trying to do, as I said, to bring the best of ourselves. Für Luciano Pavarotti steht bei diesem Wettbewerb allerdings nie in Frage, wer die Nummer 1 ist. Er bekommt die höchste Gage und er allein füllt Stadien. 100.000 kommen in den Londoner Hyde Park. Stundenlang harren sie in strömendem Regen aus, um ihn zu sehen. Selbst Prinz Charles und Lady Di machen ihm ihre Aufwartung. Oper als Open Air fürs Volk. 1991 kommt sogar ein Mitglied der königlichen Familie nach Modena. Princess Anne ist bei der Eröffnung der ersten Pavarotti Horse Show dabei.
Mit diesem internationalen Reitturnier erfüllt er sich einen weiteren Kindheitstraum. Ohne ihn liegt das Gelände des Pferdenarren heute brach. Era una vera passione. Quando un cavallo aveva magari un disturbo fisico era capace di andare non nella stalla, non si chiama stalla, nella scuderia di notte a far camminare il cavallo, cosa che non avrebbe mai fatto neanche per una figlia. Se era malata non stava lì di notte ad accudirla. Wenn schon, dann sollen alle etwas von seiner Pferdeleidenschaft haben, überlegt Adua, und so entsteht das Begleitprogramm zur Horse Show. Für die Spendenkonzerte Pavarotti und Friends holt er Popstars aus der ganzen Welt nach Modena und singt mit ihnen. Oper und Rockmusik? Das Publikum ist begeistert. Die Musikkritik entsetzt. You know, now opera has this sort of classical music snobbery around it, but when opera arrived, it was scandalous, it was punk rock. And in that sense, Luciano's very punk rock. Die Kritiker aber sehen sich bestätigt, als er 1992 seinen Auftritt in der Regimentstochter an der Met abbrechen muss, weil seine Stimme versagt. Solokonzerte, Popmusik und Oper. Macht er zu viel gleichzeitig? Oder macht seine Stimme einfach nicht mehr mit? 1993 patzt er bei Don Carlos an der Scala und wird ausgebuht. Poi ha detto era colpa mia perché non ero preparato. Lui le ha sempre ammesse le sue colpe, non ha mai voluto di più di quello che avrebbe meritato. No, era molto onesto in questo. Wie ein Rockstar wird er gefeiert, als er im New Yorker Central Park auftritt. 1994 ist von Krise keine Rede mehr. Luciano would get before the public, open up that mouth, stretch his arms out like that, and the public, they just fell for him. Tausend Fans jubeln ihm zu. Keiner hat mehr Publikum auf der Great Lawn versammelt als er. Big Luciano sprengt alle Maßstäbe. Auch finanziell. Von seinem Fenster aus blickt er auf den Ort seines Triumphes. Hier wird John Copley Zeuge eines Telefonats. I cannot tell you, yes. It's a Pavarotti. We start in 1 million, that's one concert. Plus the T-shirt. It's not including T-shirt. Okay, put the phone down. And I said, Luciano, you're not talking about $1 million for one performance. He said, oh, John, that's without the T-shirt, without the merchandise, because that's almost $1 million more. He lived an incredible life, but I know he was lonely. That's why in his apartment he'd always invite people to play cards or have a card game or do this, because I can imagine that when he went to bed at night, he was lonely. He was by himself because he was a superstar. Manchmal besuchen ihn seine Töchter in New York. Und manchmal kommen auch alte Freunde wie Mirella Freni vorbei. Er ist jetzt 100-facher Millionär, aber er bleibt Luciano aus Modena. Musik, Essen, Freunde, das macht ihn glücklich.
Wenn er allein ist, malt er die Bilder, nach denen er sich sehnt. Farbig und mit viel Sonne. Bilder aus der Heimat Italien. Und selbst das New Yorker Fenster erhält italienische Fensterläden. Er verlässt die Wohnung nur selten. Das Gehen fällt ihm schwer. Umso wichtiger ist das Telefon. Seine Nabelschnur gegen die Einsamkeit. He'd call anytime, you know, he'd call. What are you doing? What am I doing? I'm sleeping. What do you think I'm doing? You know? Everybody who worked for Luciano was in a state of semi-slavery. Pensare di dire io sono io e devono fare quello che voglio io, ho il dubbio che ci fosse, insomma. Und sie tun es gern. Nächtelang spielt er mit den Freunden Briscola, so lange bis er gewinnt oder müde ist. Sie führen genau Buch, er gewinnt am häufigsten. Die Spielkameraden sind nun Rentner. Jetzt begleiten sie ihren berühmten Freund auf seinen Tournee. Ein Stück Italien in der Fremde, so wie der Lambrusco, der Parmesankäse und der Aceto Balsamico. Der Geschmack der Heimat. Bis zum Schluss wird das Team Briscola an seiner Seite sein. Die Gefährten der Kindheit sind auch die Reisegefährten für das letzte Kapitel seines Lebens, das 1994 beginnt. Nicoletta Mantovani ist 24 Jahre alt, er 60. Anders als frühere Geliebte führt sie kein diskretes Schattendasein. Die Beziehung wird schnell öffentlich. 1995 erscheinen Paparazzi-Fotos. Sie zeigen das Paar verliebt im Urlaub. Io non potevo più accettare una situazione, chiamiamola 3. Credo che ognuno di noi debba avere una propria identità. Adua wirft ihn raus. Er zieht wenige Häuser weiter in die Villa seiner Freunde und lässt die Hausmeisterwohnung renovieren. Es ist ein bescheidenes Domizil. 2 kleine Zimmer, ein Bad. Ein bewusstes Provisorium. Alla separazione Luciano non credeva, finché non è avvenuto. Ecco, secondo me lui ha sempre pensato che le cose si sarebbero aggiustate. Der Bruch aber ist endgültig. Nach 48 Jahren Gemeinsamkeit kommt es 2000 zur Scheidung. Il giorno della separazione in tribunale sembrava che andasse a un funerale, che io gli dissi guarda che non andiamo a un funerale, andiamo a una separazione, perché probabilmente col fatto che lui avrebbe sempre voluto avere tutto, avrebbe voluto diciamo che né io e né l'altra parte nessuno era propenso a una cosa del genere. Mit 65 beginnt sein zweites Leben. Er baut ein neues Heim, die Casa Rossa. Geschmückt mit seinen Bildern und Vorbildern. Puccini und Enrico Caruso. Ein Haus ganz nach seinen Plänen. Das Leben aber durchkreuzt alle Pläne. Seine junge Frau leidet an multipler Sklerose. Seine Eltern erkranken kurz nacheinander an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Im Januar 2002 stirbt seine geliebte Mutter, im Mai der Vater. Der Tenor und sein Tenorino. Vorbei. Die Eltern werden in der Familiengruft beigesetzt. Im selben Jahr fiebert New York Pavarottis Auftritt in Tosca entgegen. Es ist das Ende der Saison. Ist es auch seine Abschiedsvorstellung? Kartenpreise bis zu $2000, ausverkauft. 1 Stunde vor Beginn sagt er ab, weil er sich nicht wohlfühlt. Ist das das Ende? Zu alt, zu dick, die Stimme zu schwach? Von wegen. 2 Jahre später singt er Tosca in New York und beginnt eine weltweite Tournee. Wir sind natürlich oft gefragt worden, warum muss man das dem Mann noch antun? Man hat dem Mann gar nichts angetan, hat das mit großer Freude gemacht. Er hätte ja Nein sagen können. Und Luciano ist ein Mensch, der die Kraft gehabt hätte zu sagen, ich will das nicht mehr.
Ja, er hat das sehr genossen. Und wenn 20.000 Menschen innerhalb von 1-2 Tagen eine Karte kaufen. Amava molto il pubblico, certamente. Era molto felice se veniva applaudito, proprio si godeva gli applausi come fosse stato un piatto prelibato e si godeva molto gli applausi. I'm going to show to you somewhere here. There was shows no. This is his writing, his handwriting. You see. Well, all this went down. Mostly everyone with Occhissimo. Were they really that good still? Oh yeah, they were really good. Because in the end his voice was not the same as it was when he was younger. Obviously not, but it was more mature. I loved his voice in the later years. I think it was at its most expressive, because he was living this life that had cost him. His choices had cost him, his personal choices. 2003, das letzte Pavarotti and Friends Konzert. Seit 9 Jahren singt er mit Rockstars für Kinder in Not und gegen den Krieg. We sang Ave Maria, and it was the start of the Iraq War. And I wrote words I changed the words into an anti-war song. And I said, Luciano, this is going to get us into a lot of trouble tomorrow morning. Are you up for it? And he said, that's why we're here. And war is always the choice of the chosen, who will not have to fight. Für Pavarotti hat das Lied noch eine andere Bedeutung. Wenige Monate zuvor war der so lang ersehnte Sohn Riccardo gestorben. Erstmals war Pavarotti bei einer Geburt dabei. Zwillingsschwester Alice überlebt. Mit 68 hat er eine neue Familie. Questa è venuta a riempire e a dare forza, spirito. Probabilmente quelle sue energie che riusciva a tirar fuori anche nei suoi impegni canori gli arrivavano anche dalla spinta che dava questa fanciulla, questa figlia così piccola. È chiaro che dovesse giocoforza avere quella attenzione maggiore. Jetzt könnte für Nicoletta und ihn endlich eine unbeschwerte Zeit beginnen. Sie heiraten. Jahrelang war Nicoletta als Ehebrecherin in Modena angefeindet und auf der Straße bespuckt worden. Nun aber soll es die Traumhochzeit des Jahres werden. Sie heiraten nicht im Dom, sondern in der Kathedrale der Künstler im Stadttheater Modena, das heute seinen Namen trägt. Es ist der letzte große Auftritt. Viele Stars, wenige Freunde. Den Sommerurlaub 2006 verbringen sie auf Barbados. Er fühlt sich nicht wohl, hat starke Schmerzen. Edwin Tinoco ist bei ihm, als die Ärzte ihm die Diagnose mitteilen: Bauchspeicheldrüsenkrebs. That's one of the last picture we took together. He asked me to take this picture. Urlaub in Pesaro 2006, zum letzten Mal. Er weiß es. He was fighting all the time. He was a fighter. I mean, but he realized that he will never gonna make it. Mi ha detto: questo è un avversario molto difficile da abbattere. Io ne ho battuti tanti, ma questo forse è il più duro di tutti. Non so se ce la farò. Solange es geht, führt er sein Leben fort, gibt Unterricht und lädt Freunde zum Essen ein. Dann verlässt ihn auch der Appetit. E lì ha cominciato a ridurre il cibo che
è sempre stato di un pasto robusto, ma lì ha cominciato a ridurre e si vedeva purtroppo che di lì capivamo che avrebbe fatto fatica a superare questo ostacolo. Am 6. September 2007 hat Luciano Pavarotti den Kampf verloren. Er stirbt zu Hause, kurz vor seinem 72. Geburtstag. Drei Tage und Nächte stehen die Menschen Schlange, um im Dom von Modena Abschied zu nehmen. Das Fernsehen überträgt die Beerdigung live. Noch einmal versammeln sich sein Publikum, Freunde und Familie. Nicoletta Mantovani auf der einen Seite des Sargs, Ardua Veroni und ihre Töchter auf der anderen Seite. Die Frauen werden erbittert um das Erbe streiten. Ardua Veroni war nur bereit, an diesem Film mitzuwirken, wenn Nicoletta Mantovani nicht interviewt wird. Luciano Pavarotti aber hat am Ende seinen Frieden mit allen gemacht. The end is the end. And but it was a great run. It really was. And it lasted a long time. And it would be nice to say that there was somebody standing in the corner waiting to take his place. But there is nobody. Ain't nobody.